Was sagt der TÜV zu so einer Eigenkonstruktion? Das wären bei uns alleine 130 € allein für diesen zusätzlichen Versand gewesen. Das hier viel einfacher und das ist definitiv auch einer der Hauptgründe, warum wir uns eben für genau so ein System entschieden haben. Ich glaube, das lohnt nicht zu reparieren. Warum teuer kaufen, wenn man es auch selbst machen kann? Wir spielen heute Puzzle. Wir versuchen aus all diesen Teilen hier einen DIY-Dachträger zu bauen. Ob das so klappt, wie wir uns das hier gerade vorstellen und ob wir überall richtig gemessen haben, das werden wir im heutigen Video gemeinsam rausfinden. Und wir verraten euch dann auch, was für Vorteile ein solcher Dachträger hat, wie viele Kilo er auf die Waage bringt und was er gekostet hat. Los geht's! Wir wollen heute also einen Dachträger auf unseren Citroën Jumper bauen. Eigentlich wäre es ehrlicherweise sinnvoller, damit noch ein bisschen zu warten, denn wir müssen ja noch all die Ausschnitte für die Dachluken und für die Kabeldurchführung ins Blech machen. Aber wir haben zu lange mit der Bestellung gewartet und jetzt dauert es leider noch ein bisschen, bis das alles zusammen mit den Fenstern hoffentlich ankommt. Und bevor wir dann gar nicht weitermachen können, ziehen wir jetzt eben den Dachträger vor. Den Dachträger wollen wir aus diesen Aluprofilen hier bauen. Das sind 30er x 30er Bosch-Profile in schwarz eloxiert, damit es auch geil aussieht. Die werden wir auf Grundlage dieses Plans, den ich im Vorfeld auf Basis meiner hoffentlich korrekt gemessenen Maße gezeichnet habe, zusammenbauen. Die Aluprofile müssen wir dabei nicht mehr in der Länge zuschneiden, denn die habe ich schon fertig in den richtigen Längen zugeschnitten, so bestellt. Dafür gibt es zig unterschiedliche Anbieter. Den Shop, wo wir bestellt haben, den stellen wir euch zusammen mit der Teileliste, was wir alles gebrauchen, gerne unten in die Videobeschreibung. Unser Gefühl ist, dass es da nicht, hallo Fliege. Unser Gefühl ist, dass da nicht allzu viele große Preisunterschiede bei den unterschiedlichen Anbietern gibt. Für uns war das eben aluprofile24.de, glaube ich. Dazu noch 2 Hinweise. Wenn ihr Aluprofile bestellt, die länger als 2 Meter sind, zahlt ihr bei eigentlich allen Shops einen riesigen Zuschlag für den Transport. Das wären bei uns alleine 130 € allein für diesen zusätzlichen Versand gewesen. Das kann man sich aber auch sparen, denn man kann alternativ auch 2 kürzere Profile bestellen und die dann mit diesen Längsverbindern miteinander verbinden. Bei so einem Dachträger reicht das von der Stabilität her auf alle Fälle. Zweite Sache, ich wollte eigentlich 40er x 40er Profile nehmen, also dickere Profile, aber nachdem ich all die Teile davon in den Warenkorb gelegt hatte, hat er mir ausgespuckt, dass das ein Gesamtgewicht von fast 50 Kilo hat und das noch komplett ohne Solar und all die anderen Sachen, die wir da drauf bauen. Daraufhin habe ich auf die 30er x 30er Profile reduziert, was eigentlich auch reichen sollte, vor allem da wir mit relativ vielen Zwischenstreben planen, 9 Stück an der Zahl. Aber wir werden das sehen. Die Grundidee ist, mit diesen Aluprofilen und mit Hilfe von diesen Winkeln jetzt ein variables Grundgerüst zu bauen, das dann mit diesen Pilzkopfhaltern am Dach befestigt wird. Das hier sind Halter von Kruz oder Kruz. Die werden an den sogenannten Pilzköpfen, die alle Ducatos Jumper Boxer auf dem Dach haben, da werden die draufgesetzt und festgeschraubt und dann machen wir mit Hammerkopfschrauben, die hier auch irgendwo sind, die Aluprofile an diesen Pilzkopfhaltern fest. Das schauen wir uns jetzt gleich alles nacheinander an. Bevor wir aber loslegen, müssen wir noch fix das Dach sauber machen, denn ja, wir haben das bisher immer völlig außer Acht gelassen und da wächst gefühlt noch Moos. Die Pilzkopfhalter werden hier jetzt einfach auf diesen Pilzköpfen aufgesteckt und dann festgeschraubt. Eigentlich so rum. Wir machen das aber andersrum. So. Na. Das hat den Vorteil, wenn wir jetzt von außen die Aluprofile anschrauben, dass wir insgesamt fast 10 cm mehr in der Breite, in der nutzbaren Breite des Dachträgers gewinnen und das wollen wir unbedingt so machen. Der Pilzkopfhalter
ja, der ist so ein bisschen jetzt nach außen gebogen. Das ist aber nur beim H3-Dach, wenn ich das richtig verstanden habe, weil dessen Dachschräge ein kleines bisschen steiler ist als die vom H2-Dach. Das ist aber sowieso nicht schlimm, weil der Dachträger an sich später ja, ein in sich tragendes Gesamtkonstrukt bildet und diese seitlichen Kräfte ja, sich daher gegenseitig aufheben. Und sowieso die meiste Kraft, die wirkt nach unten hier aufs Blech runter. Und guter Punkt, weil ich habe das, es gibt noch so ein Dichtgummi, das muss noch dazwischen. Das fummel ich da mal kurz rein. Und das ist einfach, damit der Lack nicht abgeschabt wird. Und ja, hier, die Kraft liegt auf dem Dach auf, gar nicht auf diesem Pilzkopf selbst. Der ist nur dafür da, um diesen Pilzkopfhalter in der horizontalen, in der richtigen Position zu halten. Noch ein Hinweis, wenn ihr ein H3-Dach habt. Hier ist so ein zusätzlicher Hubbel, so eine kleine Erhöhung. Die ist, weil hier so ein zusätzliches Stabilisierungsblech eingearbeitet ist und das ist die Falz davon. Das eben nur beim H3, nicht beim normalen H2-Dach. Und das führt dazu, dass man für den H3 speziellere Pilzköpfe braucht oder die Pilzkopfhalter manchmal anpassen muss, dass die eben nicht auf dieser Falz, sondern gerade aufliegen. Beim Cruise-Halter muss man das nicht, weil dessen Auflagefläche relativ schmal ist. Der passt genau auf dieses Blech. Nur, dass ihr das beachtet, das ist einer der Gründe, warum wir uns für diesen Halter entschieden haben. Die anderen sind Verfügbarkeit überhaupt, Preis und Aussehen. Das war nicht so wichtig. Aber deswegen haben wir uns hierfür entschieden und den schraube ich jetzt fest. Dafür braucht man nur einen kleinen Imbus und eine 10er Nuss und das mache ich dann danach noch 9 Mal. Das muss auch gar nicht super fest sein, also ja, handfest reicht, weil wie gesagt die Kraft wird nach unten hin abgeleitet. Gerade sollte er dann aber natürlich doch sein. Man könnte den Dachträger jetzt komplett hier am Boden zusammenbauen und dann als ein Gesamtkonstrukt aufs Dach heben. Das hätte den großen Vorteil, dass man die Solarmodule noch sehr entspannt befestigen könnte, weil man ja dann noch sehr gut von unten an die Schraubverbindungen drankommt. Aber das Gesamtkonstrukt wäre für uns dann ehrlicherweise zu schwer, das glauben wir zumindest. Deswegen werden wir den oben in Einzelteilen zusammenschrauben. Ich werde jetzt nur eben die beiden Längsträger in der Länge miteinander verbinden und alles andere machen wir dann oben in Einzelteilen. Zieht ja auch so gerne Schutzfolie von Dingen ab wie ich. Ich liebe das. So, ich nehme jetzt diese Hammerkopfschrauben und führe die hier in diese Nut ein. Dann kann man die drehen und dann sind die da auch gleich verriegelt. Jetzt schiebe ich die bis zu dem Loch. Und jetzt kommt eine Mutter dagegen und die Hammerkopfschraube, ja, die dreht sich um 90 Grad innen drin, aber dann blockiert die. Also dann ist die gleich fest, so dass sie auf jeden Fall festgeschraubt werden kann. Ich mache hier jetzt noch keinerlei Schraubensicherung dran, sondern ich will erst einmal das komplette Konstrukt zusammenbauen und dann am Ende, also ich will erst einmal schauen, ob alles passt. Und wenn alles passt, dann löse ich all diese Schrauben nochmal und mache da ein bisschen Loctite dran und bei all den anderen Schrauben dann auch. Und das ist auch wichtig, damit sich diese Schrauben nicht irgendwann durch Vibration und Co.
selbst lösen. Das wäre fatal, das sollte man also nicht vergessen. Loctite an die Schrauben. So, die beiden Längsträger sind drauf und es sind jetzt auch schon die ersten beiden Querträger montiert. Da habe ich gerade vergessen, die Kamera anzumachen. Die habe ich jetzt schon mal dran gemacht mit so diesen ersten kleinen Eckverbindern, einfach um die in Position zu halten schon mal. Und die erste Erkenntnis da, die Querträger passen, aber wenn sie 5 mm weniger lang wären, hätte ich auch nichts dagegen. Also die sind schon ordentlich auf Spannung. Ich muss mal gucken, wie das gleich mit den innenliegenden Querstreben so wird. Ja, notfalls kann man sie absägen, aber ich hoffe, das passt so. Zu den Verbindungen, ich verbaue jetzt überall gleich solche Alugusswinkel, das sind die großen, ich habe die auch in kleinen. Die großen kommen an die 4 äußeren Ecken, da wollte ich einfach eine doppelte Stabilität haben, deswegen habe ich an den äußeren Ecken auch zusätzlich so über Eck Außenverbinder noch verbaut, einfach eben um da an den Stellen, wo in meinen Augen am meisten Zugkraft drauf ist, am meisten Stabilität zu haben. Wie das mit den anderen Winkeln funktioniert, das zeige ich euch gleich. Das ist nämlich ganz interessant eigentlich. Und ja, das gucken wir uns an. Ein Hinweis aber noch. Ich habe überall, wo ich es besorgen konnte auf die Schnelle, Edelstahlschrauben mir besorgt, statt Stahl verzinkt, wie sie häufig angeboten werden. Ganz einfach, um noch ein bisschen mehr Schutz gegen Rost zu haben. Wir haben ja vor, damit sehr lange unterwegs zu sein vielleicht. Wir haben auch mal vor, vielleicht in Strandnähe zu stehen, wo ein bisschen Salz in der Luft ist. Und da ist Edelstahl einfach besser und langfristiger gegen Rost geschützt als stahlverzinkte Schrauben. Edelstahl kostet ein bisschen mehr, aber ich finde, dieser kleine Aufpreis lohnt sich dafür, dass man dann länger daran Spaß hat. Und es ist ja auch nicht unwichtig, dass das Ding hält. Und jetzt mache ich mal weiter, würde ich sagen. Ich wollte euch jetzt kurz zeigen, wie wir die Querstreben an den Längsstreben befestigen und was dafür sorgt, dass dieses System ja eben so cool und so variabel ist. Und einer der Bausteine im wörtlichen Sinne sind diese Nutensteine. Die kann man in die Nut des Aluprofils reinklipsen, und zwar muss man die nicht, also man kann die auch von außen einfach reinstecken, aber auch wenn Dinge schon verbaut sind, wie hier zwischen zwei so Pilzkopfhaltern, kann man die auch nachträglich noch hier reinklipsen. Das braucht ein bisschen, ist so ein bisschen Fummelei, ist bestimmt der Vorführeffekt. Nein, es hat jetzt funktioniert. Zack, so, jetzt ist der drin und jetzt ist der aber eben nach wie vor variabel oder kann verschoben werden. Und daran mache ich jetzt auf beiden Seiten so einen Winkel dran und den schiebe ich dann jetzt hier bis zum Ende. Das habe ich auf der anderen Seite gerade schon gemacht und dann habe ich hier zwei Winkel. Und wenn ich die bis zum Ende schiebe, und quer gedreht, kann ich die jetzt zwischen die beiden Längsstreben reinklipsen und dann jeweils auch mit Schrauben hier befestigen und dann hält das bombenfest, kann aber, wenn man es losschraubt, eben trotzdem noch bewegt werden oder eben auch komplett rausgenommen werden oder neue Streben rein gemacht werden. Das ist, funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt auch so unsichtbare Verbinder, die diese Winkel ersetzen und die haben den Vorteil, dass sie eben nicht sichtbar sind, aber da muss man die vorher schon überall in die Längsstreben reinschieben. Man kann also nicht nachträglich noch irgendwelche zusätzlichen Streben verbauen oder die auch entfernen und das finde ich so gut an diesen Winkeln. Sie geben außerdem zusätzliche Stabilität. Das ist cool und damit mache ich jetzt weiter. Ich habe noch ein paar Streben vor mir.
Bisher bin ich überall gut mit meinem normalen Werkzeug hingekommen, aber hier ist diese Schraube die Hammerkopfschraube im Weg. Deswegen musste der gute alte Imbus mal wieder herhalten. Ihr seht, 3 der 4 Solarmodule haben ihren Platz auf dem Dach inzwischen gefunden. Wir haben im Vorfeld sehr viel rumgespielt und geschaut am digitalen Zeichenbrett, wie wir den Platz auf dem Dach am besten ausnutzen können. Entschieden haben wir uns unter anderem für 2 80 Watt Module, weil die diesen schmalen Platz links und rechts von der Dachluke, wenn sie denn dann eingebaut ist, super ausnutzen. Dazwischen und dann also quasi hinter der Dachluke, da kommt da sitzt es schon, das große 190 Watt Panel und hinten neben den Max-Fan, der ja natürlich noch nicht eingebaut ist oder leider noch nicht eingebaut ist, da kommt gleich noch das 175 Watt Panel hin, das da eben auch genau in die vorhandene Lücke dann passt. Alle 4 Solarpaneele sind übrigens von Wattstunde, unserem langjährigen Partner der Wahl für alles rund ums Thema Solar und Elektrik. In den letzten Jahren hatten wir schon immer die mobilen Solartaschen von Wattstunde auf unseren Reisen mit dabei, weil auf unserem Dach von unserem kleinen Knausi eben nicht mehr Platz für weitere Solarmodule war. Da war das Dach mit 2x100 Watt schon ziemlich voll und das hat uns ganz, ganz häufig nicht ausgereicht. Hier haben wir jetzt mit 525 Watt geplant und hätten immer noch massig Platz für sogar noch mehr als das. Also definitiv ein mega Upgrade. Und wenn auch ihr noch Platz auf dem Dach von eurem Camper habt oder wenn ihr den Solarertrag von euch mit einer mobilen Solartasche vergrößern wollt oder wenn ihr auch einfach eine neue Batterie oder eine Powerstation oder sonst irgendwas zum Thema Elektrik im Camper haben wollt, dann schaut jetzt mal im Solarkontor Online-Shop vorbei. Da läuft gerade nämlich die Wattstunde Power Week, heißt sie, bei der alle Produkte der Eigenmarke von Wattstunde mindestens 15% reduziert sind. Manche Sachen sind aber sogar bis zu 50% reduziert. Und, als wäre das noch nicht genug, das Beste ist, mit unserem Code OTTAPOWER bekommt ihr bis zum 22. Oktober sogar nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf euren gesamten Warenkorb oben drauf. Ihr könnt also wirklich riesig sparen im Moment. Den Link zum Shop, wo unser Rabattcode schon automatisch hinterlegt ist, den packen wir euch unten in die Videobeschreibung oder ihr gebt alternativ auf solarkontor.de im letzten Bestellschritt einfach händisch OTTAPOWER ein. Und jetzt würde ich sagen, genug geschnackt. Jetzt machen wir die Module mal am Dachträger fest. Okay. Ganz ehrlich, Planänderung. Ich hatte gedacht, dass die Solarmodule ringsum mittig Löcher haben. Sie haben aber nur an den langen Seiten Löchern und diese nicht mittig. Das heißt, meine Idee der Befestigung funktioniert zwar theoretisch, ich könnte sie jetzt auf dem Dachträger befestigen, aber ich will sie ja genau mittig auf die Aluprofile schrauben und dafür bräuchte ich mittige Löcher. Die kann man einfach bohren. Aber ehrlicherweise habe ich da heute gar keine Lust mehr zu, weil die müssen ja eh noch mal runter, wenn wir die Dachluken und Co. machen. Das mache ich also ja gerne irgendwann mal in einer ruhigen Minute, aber der Tag heute ist eh schon sehr lang. Ich zeige euch aber sehr gerne, wie ich mir das grundsätzlich gedacht habe. Das ist nämlich auch wieder ganz cool. Ich habe hier sogenannte Hammermuttern und die funktionieren wie die Hammerkopfschrauben am Anfang. Ja, die Idee ist,
durch die dann mittig gebohrten Löcher eine Schraube durchzustecken. Von oben und dann später quasi von unten so eine Hammermutter drauf zu schrauben. Und dann, ich simuliere das jetzt mal eben auf dem Kopf. Also das ist das Aluprofil, was schon oben auf dem Dach drauf ist. Und man kann das Solarmodul also vorbereiten, überall diese Hammermuttern an Schrauben dran machen und dann an der richtigen Position einfach draufsetzen und dann zuschrauben. Und auch hier ist es wieder genau das gleiche. Man muss sie nur treffen. Und hier ist es auch wieder genau das gleiche wie mit den Hammerkopfschrauben. Die verdrehen sich einmal 90 Grad, also man führt sie längs ein und dann drehen sie sich bis 90 Grad weiter. Da blockieren die und dann kann man die Schraube fest anziehen. Das ist eine mega gute Möglichkeit, wenn man eben Dinge obendrauf an diese Aluprofile befestigen will, an diesen Aluprofilen befestigen will. Ja, aber wie gesagt, ehrlicherweise habe ich jetzt keine Lust, das alles zu machen. Den Schritt überspringen wir, denkt ihn euch. Übrigens, auf diese Seite hier kommt erstmal kein Solarmodul hier hinten. Einerseits, weil wir uns ursprünglich die Option einer Heckleiter offen halten wollten und da braucht man dann ja irgendwo Platz, um hier aufs Dach zu kommen. Und hier in der Mitte ist ja eben der Max-Fan, das wäre also hier gewesen. Andererseits aber vor allem, weil wir den Platz als Teil unserer Dachterrasse hier nutzen wollen, die wir hier noch drauf installieren werden. Das kommt irgendwann später, sobald wir all die anderen Sachen hier auf dem Dach erledigt haben. Das ist eben auch das Tolle an diesem System mit den Aluprofilen. Man kann ja jederzeit Änderungen vornehmen oder ja, Ergänzungen vornehmen. Wenn wir irgendwann feststellen, wir wollen eben doch mehr Solar hier haben, dann können wir das recht einfach nachrüsten. Genau diesen Fall hatten wir bei unserem Knaus. Da hatten wir ziemlich von Anfang eben diese 2x100 Watt Paneele drauf. Die wollten wir dann nach 4 Jahren gerne gegen größere Module tauschen. Aber das ging nicht, weil die eben an diesen typischen Plastikhalte-Spoilern, diesen Plastikteilen montiert waren, die aufs Dach geklebt werden. Und die sind dann ja bis in alle Ewigkeit gefühlt fest. Es ist zumindest ein Riesenaufwand, die abzumachen oder irgendwie zu versetzen. Das hier viel, viel einfacher und das ist definitiv auch einer der Hauptgründe, warum wir uns eben für genau so ein System entschieden haben. Und das gibt uns zum Beispiel auch die Möglichkeit, irgendwann vielleicht noch mal ein System nachzurüsten, wo man die Solarpaneele aufstellbar machen kann, um bei tiefstehender Sonne dann den Ertrag deutlich zu erhöhen. Das ist definitiv etwas, das mich konstruktionstechnisch reizt, wo ich Bock drauf hätte, wenn der Van irgendwann mal fertig ist, als nächstes Projekt. Oder auch, dass man Solar auf 2 Ebenen hat und eine der beiden Ebenen rausfahren kann, irgendwie auf Schwerlastauszügen oder so, um dann im Stand eben die Solarfläche zu verdoppeln. Aber das sind beides Ideenfetzen für die Zukunft. Jetzt erfreuen wir uns erstmal am aktuellen Ergebnis von heute. Ah ne, noch nicht ganz. Ich mache hier noch fix die Nutenprofile drauf. Das sind so ja, einfach Füllungen für die offenen Nuten. Das ist was man nicht braucht, aber ich finde, das sieht einfach ja, optisch ein bisschen schöner aus. Deswegen mache ich das noch fix und die haben auch nur ein paar Euro gekostet. Also ich finde, das ist es wert.
das sieht richtig gut aus, finden wir. Das Dach ist natürlich noch nicht fertig. Die beiden Dachluken sind ja noch nicht drauf. Übers Bad kommt noch ein Lüfter. Es kommt wieder eine externe Mobilfunkantenne hier mit aufs Dach. Vorne und hinten soll noch zusätzliches Licht angebracht werden. Kameras kommen. Es kommt ein sehr, sehr spannendes System zur kameragestützten Überwachung unseres Campers hier drauf. Bleibt da gespannt. Eine Leiter soll noch dran und dann fehlen natürlich jetzt noch die Holzdielen für die Dachterrasse. Das kommt dann aber alles in einem späteren Video. Jetzt noch die paar Infos, die ich am Anfang euch versprochen hatte. Zuallererst das Gewicht. Der komplette Träger, so wie er jetzt hier verbaut ist und auch schon inklusive der ganzen Schrauben und Muttern für die Holzdielen, die drauf kommen, aber noch ohne die Solarmodule und ohne die Pilzkopfhalter, wiegt ziemlich exakt 25 Kilo. Es würde definitiv auch noch leichter gehen. Wir haben hier ja relativ viele Zwischenstreben eingebaut, 8 Stück am Ende. Ich habe eine weggelassen. Und ja, wir brauchen eben so viele, weil wir die Solarmodule und die Dachterrassendielen so speziell angeordnet haben. Wie gesagt, es würde auch leichter gehen. Zur Vorstellung, 1 Meter von diesem 30×30er Bosch-Profil wiegt ungefähr 900 Gramm. Also wenn man da ein paar der Querstreben weglässt oder auch wenn man einen kürzeren Van hat, kann man da ja, gut und gerne noch mal ein paar Kilo einsparen. Aber ja, das so als Richtwert von unserer Seite. Dann, was hat der Spaß gekostet? All die Aluprofile mitsamt der Winkel und der Verbinder und all diesem Kram, also unsere komplette Bestellung bei aluprofile24.de hat inklusive Versand ziemlich genau 440 € gekostet. Dazu dann noch ein paar Schrauben, die ich eben aus Edelstahl haben wollte. Runden wir das zu 450 € auf und dann die Pilzkopfhalter, die pro Stück knapp unter 20 € kosten, wenn man sie im Set kauft. Das macht alles in allem knapp unter 650 € und das, wie gesagt, in der maximalen Länge mit vielen Querstreben und das ist in meinen Augen relativ günstig, wenn man das mit fertigen Systemen vergleicht, die gerne mal 1.500 bis 2.000 oder auch durchaus auch mal über 3.000 € kosten können. Also im Vergleich dazu ist das eine Riesenersparnis und nicht nur das, es gibt einem eben auch sehr viel mehr Flexibilität, wenn man also noch mal irgendwas ändern will oder zusätzliche Teile montieren will. Das ist, ja, hat nur Vorteile eigentlich und optisch muss es sich definitiv auch nicht vor fertigen Alternativen verstecken. Wir sind in jedem Fall mega happy und würden das jederzeit wieder ganz genauso umsetzen. Letzter Punkt. Was sagt der TÜV zu so einer Eigenkonstruktion? Nichts. Der TÜV sagt gar nichts dazu, denn Dachträger, wenn die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, sondern mit einfachen Mitteln abgebaut werden können, also zum Beispiel durch das Lösen von einfachen Schrauben, gelten solche Dachträger als Ladung und nicht als Teil des Fahrzeugs und daher müssen die auch nicht eingetragen oder vom TÜV in irgendeiner Weise abgenommen werden. Aber man ist selbst dafür verantwortlich, dass das Konstrukt, was man gebaut hat, auch hält. Also sollte der Träger irgendwann mal während der Fahrt abfallen und irgendwen oder irgendwas treffen, ist man selbst dafür haftbar. Das sollte man nicht vergessen. Also ja, lieber ein paar zusätzliche Schrauben verbauen, ein bisschen mehr Schraubensicherung drauf machen, damit da nichts passiert. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Solarmodule, die man sich irgendwie aufs Dach schraubt oder klebt oder sonst was man aufs Dach macht. Da gilt das eben auch. Man muss also einfach aufpassen. Und noch ein allerletzter Punkt. Windgeräusche, da könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen interessiert. Das konnten wir jetzt natürlich noch nicht testen, aber von allem, was ich so von anderen Leuten gehört habe, die ähnliche Dachträger gebaut haben, mache ich mir da ehrlicherweise nicht allzu viele Sorgen. Falls es aber doch aufgrund unserer speziellen Konstellation mit den Dachluken, den Solarmodulen und Co., falls es doch zu irgendwelchen Vibrationen oder stärkeren Windgeräuschen kommen sollte, kann man dann ja immer noch vorne ganz einfach irgendeine Art von Spoiler vorne dran machen. Aber ja, wir werden sehen, sobald wir die erste Autobahnfahrt hinter uns haben, werden wir gerne berichten. Und das war's. Was meint ihr?
Könnt ihr euch auch vorstellen, euch einen Dachträger aus Aluprofilen selbst zu bauen? Oder greift ihr lieber auf fertige Lösungen zurück? Oder bleibt ihr nach wie vor Team Spoilerhalter, wenn es um die Befestigung von Solarpanelen auf dem Camper geht? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, eure Gedanken und eure Meinungen dazu zu lesen. Und wenn euch unser heutiges Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal und drückt auch sehr, sehr gerne unten auf den Daumen hoch-Button hier unten links in der Ecke. Verwechselt das immer. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und da ganz in der Nähe findet ihr dann auch die Videobeschreibung, wo wir all die verbauten Teile verlinkt haben, inklusive der Solarpaneele von Wattstunde. Checkt die Angebote der Wattstunde Power Week gerne aus, wenn ihr gerade Bedarf nach Solarbatterien, Powerstations oder ja, allerhand anderer Camper-Elektronik-Dinge habt und nutzt dafür sehr gerne unseren Extra-Rabatt. Wir machen jetzt hier Schluss und tauchen ein in die nächsten Ausbauschritte. Zu Hause wartet, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Kameraüberwachungssystem für den Camper auf uns, mit dem wir gerade noch ein bisschen herumhantieren, bevor wir es dann hier einbauen. Auch darüber wird es dann ganz bestimmt bald ein Video geben. Abonniert also gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag, auch wenn es jetzt immer schon früh dunkel wird. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich hätte euch jetzt auch gerne nochmal Drohnenaufnahmen des fertigen Dachträgers gezeigt, aber eventuell habe ich heute Vormittag die Drohne gegen die Hauswand knallen lassen und jetzt ist einer der Propellermotoren abgebrochen. Ja, ich glaube, der Moment ist gekommen, wo wir die Mini 2 in den Ruhestand schicken müssen. Ich glaube, das lohnt nicht zu reparieren.